Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich begrüße euch zum allerersten Tag des Free-to-Play-Turniers von mir. Ja, gestern haben wir ja gestreamt und es haben 50 Leute einen Platz erhalten in der Gilde. Die 49 Plätze waren innerhalb von 5 Sekunden gefüllt. Ja, da hatte dann keiner mehr die Chance nachzujoinen. Es sind leider auch 3 Leute rausgegangen aus der Gilde, warum auch immer, ja, aber es werden keine neuen Leute mehr hinzukommen. Das würde das Ganze nur durcheinander bringen. Wer einmal raus ist, kommt nicht mehr rein und es kommen auch keine neuen in der Zeit dazu. Ja, ich begrüße auf jeden Fall jeden, der es hier geschafft hat, in die Gilde zu joinen. Wir können auch mal kurz schreiben, dass ich jetzt mal kurz aufnehme, können die Leute mal kurz Hallo schreiben. Nehme jetzt auf, sagt mal Hallo, wenn ihr wollt. So, ja, da auf jeden Fall Glückwunsch an die Leute, die hier schnell genug waren. Ja, wir haben es jetzt hier gerade 23:49 Uhr, also gleich 23:50 Uhr. Und die ersten Leute sind schon fertig oder sind schon lange fertig mit einem Alu-Geklicke hier. Ne? Und ja, jetzt sind die letzten 10 Minuten angebrochen vom allerersten Tag, von Tag 1. Also ich nehme jetzt quasi hier Tag 1 das Ende auf, wie die Leute hier quasi ihre Alu spielen. Ne? Und ja, da sind auf jeden Fall die Leute, die hier Moin Moin schreiben, auf jeden Fall. Ein paar Leute haben schon gequestet, ein paar Leute haben das Sammelalbum bekommen. Es ist ziemlich random auf jeden Fall, wie das Sammelalbum droppt. Manche haben ja nur einen Versuch gebraucht, manche haben 5 gebraucht, manche bekommen es nach 10 Versuchen nicht. Grüße gehen da raus an Fancy, der es hier auch in die Gilde geschafft hat. Ja, der spielt hier unter dem Namen hier, hat sich aber als Fancy hier ausgegeben, ist er ja auch, habe es in seinem Stream auch gesehen. Der hat leider nach 10 Versuchen, nach 10 Skips das Sammelalbum immer noch nicht bekommen. Das ist ziemlich random, ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ein bisschen Random-Faktor muss auch drin sein. Shakes and Fidget besteht zum großen Teil aus, ja, Glück ist halt ein Glücksspiel, ne? Und deswegen, ja, mal verliert man, mal gewinnen die anderen, so ist es halt. Ne? Und ich denke mal, die ersten Leute fangen jetzt auch an, ihre Alu zu spielen mit einem besseren Sammelalbum. Zum Beispiel haben wir hier den Kev, der ist jetzt schon Level 14, der war eben Level 11 mit einem 9er Sammelalbum hier. Ne, noch relativ weit unten. Also wie gesagt, die Gilde backt hier immer noch rum für die Leute, die fragen. Ne? Das ist immer noch seit gestern relativ verbuggt hier teilweise. Ja, manche haben jetzt schon nach dem ersten Tag 10% Sammelalbum. Hier der Kev, wie gesagt, mit Level 15. Ich denke, der wird relativ weit oben stehen. Dann haben wir hier den Cool Julian mit einem 5er Sammelalbum. Der ist jetzt auch wahrscheinlich gleich am Alu machen. Jetzt hier die letzten 10 Minuten. Ja, dann haben wir hier den Gevi. Also ich bin auch gespannt, wie die Leute hier was sie für eine Strategie haben werden, weil zum Beispiel der Gevi muss relativ viel Glück gehabt haben. Er hatte zum Beispiel, glaube ich, nach einem Skip das Sammelalbum bekommen, hat sich nämlich den Greifendrachen gegönnt. Das heißt, er hat hier 25 Pilze investiert und die meisten oder alle haben ja 25 Pilze. Durch die Validierungs-E-Mail hat man ja, also am Start hat man 15 Pilze plus 10 Pilze, wenn man die Validierungs-E-Mail bestätigt, und dann hat man 25. Das heißt, man hat genug Pilze, um sich gerade so ein 25er 50% Mount zu holen. So. Dann hast du natürlich keine Pilze mehr zum Skippen fürs Sammelalbum. Also du brauchst sehr viel Glück. Also er hatte beides gehabt hier. So, der nächste entscheidende Faktor ist aber, war das jetzt nun die richtige Entscheidung gewesen? Er hatte zwar viel Glück, obwohl er sich für das 50er Mount entschieden hatte, trotzdem Glück gehabt mit dem Sammelalbum und hat dies nach einem Skip bekommen. So, das Ding ist aber, jetzt hat der Givi jetzt hier zum Beispiel nicht mehr genug Pilze, um am letzten Tag des, Erfahrungsevents seine restliche Alu zu spielen. Ja, denn ob das so die richtige Strategie gewesen ist, sich das 50er Mount zu holen, ist die Frage. Denn viele Leute haben nämlich auf das 30er Mount gesetzt, wie zum Beispiel auch der Joey Lasma F-Play, ja. Der hat hier zum Beispiel sich nur das 30er Mount geholt und konnte damit eventuell jetzt die volle Alu spielen, noch am Erfahrungsevent, und hat
auch noch mehr Pilze für die kommenden Tage. Das heißt, er hat nicht 25 Pilze für den Mount ausgegeben, sondern nur einen Pilz. Ja, und konnte damit die komplette Alu spielen. Manche haben hier auch nur einen 20er Mount, also gar keine Pilze ausgegeben auch, ne? Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, welche Strategie sich nachher durchsetzen wird. Hier haben wir zum Beispiel den Anox hier mit schon einem 10%igen Sammelalbum auf Stufe 16 momentan. Hat hier auch noch ein paar Minuten Zeit, um die restliche Alu des restlichen Tages hier zu spielen. Ne? Und genau. Ich bin gespannt. Also Leute, strengt euch an. Ich bin gespannt, welche Fortschritte ihr machen werdet. Auf jeden Fall werden wir hier mal eine Woche lang jeden Tag reinschauen. Hier der Kev jetzt auf Stufe 17 jetzt mittlerweile. Und ja, es backt hier ziemlich hart rum. Wir können auch mal auf die Top 3 gucken momentan. Wie gesagt, der Fancy noch auf Platz 3, noch im Preisgeld drin. Trotz, dass er so viel Pech hatte hier mit dem Sammelalbum, dass er hier 10 Pilze im Shop geskippt hat, ohne das Sammelalbum zu bekommen. Ja, immer noch auf Platz 3, könnte sich aber gleich ändern. Ich bin gespannt, was die restlichen Leute jetzt gleich machen werden, die jetzt gewartet haben mit ihrer Alu. Die werden ihn bestimmt, denke ich mal, aus den Top 3 kicken. Wir sind auf jeden Fall live dabei. Was auch interessant ist, ist hier der Kuxuka Omedit. Also viele Leute sind hier mit einem Random-Namen, da sie halt schnell dabei sein wollten und haben sich halt keinen extra Namen erstellt, sondern auf den Random Name Generator gedrückt, um halt dabei zu sein, Und so denke ich mal auch er. So auch hier Fancy, also 10 Namen. Ja, und deswegen hier bei ihm ist aber halt ziemlich interessant zu beobachten, dass er Stufe 18 ist, aber die Stats von ihm schon richtig, richtig krass sind. Wir vergleichen mal die Stats mit allen anderen Stats hier auf Platz 2 momentan. Ja, die Basiswerte kommen da lange nicht ran, ne, an den Kuxuka. Ja, ich gehe mal von aus, also erst habe ich mir gedacht, hat er sich vielleicht doch irgendwie was gegönnt, aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, diese Stat-Anzahl zu erreichen, da man auch tatsächlich, was ja auch erlaubt ist, seine Gildenmates abfarmen kann oder andere Leute irgendwie abfarmen kann. Das heißt, er könnte eventuell Gildenmates oder so abgefarmt haben, die ein bisschen mehr Gold gelagert haben und sich dadurch ein paar Statpunkte mehr erarbeitet haben, ne, erkämpft haben. So, ne, das ist natürlich nicht die englische Art und Weise, aber es ist auf jeden Fall erlaubt, ja. Und im Prinzip sind das ja alles Verbündete, weil es ist ja eine Gilde so, aber es sind halt auch alles Kontrahenten untereinander, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Und deswegen sind natürlich alle Mittel erlaubt, die natürlich legal sind und nach dem Regelwerk natürlich auch, ne? Die ihnen zur Verfügung stehen. Wir haben ja auch ein paar Leute, die den Gildenboni ein bisschen rangetrieben haben, so, ne? Also insgesamt leveln wir ein bisschen schneller hier als Gilde. Bringt natürlich aber den vereinzelten Leuten nichts wirklich, ne, weil ja im Prinzip alle davon betroffen sind. Ne, ihr seht hier, wer ein bisschen was ausgebaut hat, aber ja, unterm Strich ist es halt für die Person selbst nur ein Gold Waste. Ne? Gold Waste natürlich nicht so schlimm, nicht so ausschlaggebend, deswegen auch nicht so wild, dass hier der Kuxuka so gute Stats hat, ne? Weil am Ende ist natürlich das Level entscheidend, was er für ein Level abliefert. Das Einzige, was es ihn natürlich voranbringt, ist natürlich ganz klar die Dungeons, ne? Die Dungeons, die er dadurch legen kann durch die besseren Stats. Es gibt auch schon Leute, die schon ein paar Dungeons gelegt haben, die haben den Geist gelegt, ne? Bei den Dungeons ist ja der Geist der erste Dungeon-Boss, was natürlich den meisten Leuten ein bisschen Kopfschmerzen verursacht, weil sich die meisten Leute tatsächlich für den Berserker entschieden haben. Es ist bunt gemischt, wie gesagt, es gibt auch viele Druiden, aber es gibt halt auch viele Berserker und der Berserker klatscht den Magier zwar auch weg mit einer guten Kombo, aber der Magier macht halt 50% mehr Schaden gegen einen Berserker und am Anfang rastet der Bersi noch nicht so hart aus vielleicht mit der Kombo oder so, man hat nicht so viel Glück, weil man ja nur jede Stunde einmal angreifen kann. Ne, da ist das Gespenst als erster Gegner erstmal eine heftige Hürde, so, die man bewältigen muss. Das haben aber schon welche, ich habe mal nachgefragt, das haben schon welche geschafft. Und es haben auch schon welche den zweiten Boss besiegt nach dem ersten Tag. Ne? Also da auf jeden Fall ist, denke ich mal,
Potenzial noch da. So, wir haben es jetzt hier, um das mal zu verfolgen, wir haben es jetzt 23:58 Uhr. Ne, ich bin gespannt, ob sich die Top 3 noch ändern werden hier. Ne, ansonsten muss ich sagen, dafür, ich muss einfach mal sagen, dafür, dass der Fancy hier 10 Pilze in den Shop investiert hat und einen 30er Mount hat hier, dafür, sage ich mal, Hut ab, dass du hier noch bis 2 Minuten vor dem ersten Tag in den Top 3 gelandet bist. Keine Ahnung, wie du das angestellt hast, ja, aber du hast halt wirklich sehr viel Pech gehabt. 10 Pilze sind schon sehr, sehr viel Alu. Das 10 Pilze für einen Free-to-Play-Spieler in so einem Turnier, das kann schon den Unterschied machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du morgen das Sammelalbum dann im Zauberladen findest, ne, per Zufall vielleicht, aber krass, dass du hier, ne, immer noch auf Platz 3 bist. Wie sehr sich das nachher auswirken wird, so dass du immer noch kein Sammelalbum hast, ne, vielleicht, und ja, dir die 10 Pilze nachher vielleicht zu schaffen machen, ne, weil du ja auch später noch deine Alu klicken willst, ne, und die Leute vielleicht dann 10 Pilze mehr haben als du, dann, ja, weiß ich nicht, wie sehr sich das nachher am Ende der Woche auf dich auswirkt, aber bisher bist du immer noch gut dabei, sag ich mal so, ne. Trotzdem muss man natürlich vor den Leuten aufpassen, die hier ein gutes Sammelalbum haben, ne. Der Kuxuka ist hier mit einem knappen 10er dabei und das ist natürlich auch sehr ausschlaggebend, dass man in einem Turnier, wo es um Erfahrung geht, natürlich auch sein Sammelalbum gut voranbringt. Deswegen kann es auf jeden Fall nicht schaden, das gut gepusht zu haben, ne? Ja, es war auf jeden Fall sehr wichtig, den ersten Tag noch ja, seine Alu komplett hier zu spielen. Die Leute, die jetzt bis zum Ende gewartet haben, wir haben es jetzt genau 0 Uhr, kurz nach, ja, und wir gucken nochmal, viel hat sich tatsächlich gar nicht so in der Gilde verändert. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass die Leute, die von unten jetzt hier hochkamen, zum Beispiel den Julian, den hatte ich im Auge gehabt, der hat hier mit einem Sammelalbum gequestet ab Stufe 10. Der Kev, der hatte ein knapp 10% Sammelalbum ab Stufe 11 gequestet. Da hätte ich gedacht, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Allerdings, man sieht tatsächlich, diese 10% sind jetzt noch nicht so ausschlaggebend. Es kommt natürlich auch darauf an, was man für eine Quests bekommt. Ne? Bekommt man jetzt so eine Quests, die eher auf Gold sind, die eher auf XP sind oder die eher so auf beides gemünzt sind. Ne? Und da machen die 10% vom Sammelalbum vielleicht noch nicht so viel aus. Also der Kev hat ein 10er Sammelalbum mit Stufe 11 gehabt und hat jetzt bis 17 hier mit einem 10%igen hochgelevelt. Das heißt, er war vielleicht 10% besser als jetzt zum Beispiel hier der Fancy, der ohne Sammelalbum gequestet hat, aber ist auch Stufe 17 gekommen. Ne? Also man sieht, der erste Tag ist noch gar nicht so entscheidend. Man wird, denke ich mal, sehen am 2., 3., 4. Tag, wenn die Leute ein bisschen höher sind, wie sie ihr Sammelalbum jetzt über die Nacht pushen, wie es da aussieht, wie dann der nächste Tag für Veränderungen, ja, veranstalten wird. Aber man sieht, die 10% Sammelalbum machen den Kohl noch nicht so wirklich fett am ersten Tag. Ne? Ja, gut. Das soll es soweit gewesen sein. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze hier noch entwickeln wird. Ich bin komplett raus aus der Wertung. Ne? Ich werde hier nicht weiter mitspielen. Das erstmal wegen des Preisgeldes. Das ist halt erstmal für euch, ja, nicht für mich. Ich will damit nichts zu tun haben. Das sollt ihr bekommen. Ja, außerdem war ich sowieso raus aus der Wertung, weil ich ja die Gilde erstellt habe hier und alles vorher schon. Ne? Deswegen, ja, bin ich hier nur der Beobachter. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin interessiert an diesem Format, und falls euch das Ganze gefällt, ne, und ihr da mehr von haben wollt von solchen Turnieren und ja, sowas feiert, solche Projekte, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und würde mir zeigen, dass es bei euch gut ankommt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der erste Tag hier gewesen vom Free-to-Play-Turnier. Ich bin gespannt, was die Woche hier uns noch erwarten wird. Ansonsten war es das soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.